Hallo und herzlich willkommen bei Einfach Backen. Ich bin Luisa und heute backen wir eine Elsa-Torte. Dafür brauchen wir weiße Schokolade, Schmand, ein bisschen Backpulver, Zucker und die Elsa. Wir brauchen Mehl, wir brauchen Milch, Eier, nochmal ein bisschen Zucker für die Creme. Wir brauchen Vanillepuddingpulver, Zitronen, ein bisschen Streuseldekor in Blautönen. Wir brauchen geschmolzene Butter, ein bisschen Lemon Curd, eine Prise Salz, Zitronenextrakt, feste Butter. Wir brauchen Fondant zum Dekorieren, ein bisschen Lebensmittelfarbe und ein bisschen Isomalt normalerweise. Da wir Isomalt aber in Supermärkten eigentlich fast nicht bekommen, nehmen wir hier alternativ normalen Zucker, den wir später so lange einkochen, bis er kurz vorm Karamellisieren ist. Dann färben wir ihn und können ihn dann eigentlich genauso benutzen wie Isomalt. Für den Teig starten wir mit den Eiern und dem Zucker. Das Ganze schlagen wir zusammen schaumig auf. So, wir haben jetzt hier eine wunderschöne Ei-Zuckermasse. Wir vermengen jetzt Backpulver mit dem Mehl, sieben das darüber. Verrühren das Ganze nochmal. Dann geben wir langsam die flüssige Butter dazu. Und den Schmand. So, jetzt geben wir Salz dazu und reiben die Schale unserer Zitronen ab. Wichtig dabei ist, dass ihr auf jeden Fall Bio-Zitronen verwendet. Haha! Haha! Die haben einfach nicht so viele schädliche Stoffe auf ihrer Schale. Falls ihr keine Bio-Zitrone habt und ihr wollt aber unbedingt sofort diesen Elsa-Kuchen backen, dann legt ihr die Zitronen mit Schale in Natronwasser und lasst die da drin für eine halbe Stunde. Und dann habt ihr auch auf jeden Fall mal eine super saubere Zitrone. Wird gut verrührt und dann kommt unser Teig in eine 20 cm Springform und wird bei 160 Grad Umluft oder 180 Grad Ober-Unterhitze ca. 40 Minuten gebacken. So, der sieht super aus. Richtig schlotzig. Wir machen direkt weiter mit der Vanillecreme. Dafür mischen wir das Vanillepuddingpulver mit dem Zucker und geben 6 Esslöffel von der Milch dazu. Das verrühren wir gleich. Den Rest der Milch geben wir in einen Topf und bringen das langsam zum Kochen. In der Zeit verrühre ich hier vorsichtig Zucker und Puddingpulver. Milch kocht. Puddingpulver dazu. So, der Pudding kommt jetzt in eine Schale
und wird mit einem Stück Frischhaltefolie abgedeckt. Und zwar so, dass die Frischhaltefolie die Oberfläche des Puddings berührt. Das verhindert, dass wir eine Haut bekommen. Und das lassen wir jetzt über mehrere Stunden auskühlen, bis der Pudding wirklich komplett kalt ist. Unsere ausgekühlte Creme geben wir jetzt in eine Rührschüssel. Die ist jetzt relativ kompakt, damit die wieder schön cremig und geschmeidig wird. Verrühren wir die erst einmal. So, wie ihr sehen könnt, ist der Pudding jetzt richtig schön cremig wieder, obwohl er vorhin so fest war. Dieser Schritt ist ganz, ganz wichtig, sonst wird die Buttercreme nachher einfach nicht schön geschmeidig, sondern eher so stückig und das möchten wir ja nicht. Wir wollen eine schöne, glatte Creme. Jetzt geben wir mit einem Löffel, den hole ich mir gleich, geben wir die Butter nach und nach dazu, während die Creme rührt. Jetzt geben wir ein bisschen von dem Zitronensirup dazu. Zwischendurch machen wir mal den Rand sauber. So, das Cremchen ist fertig. Wichtig zu wissen ist vielleicht, dass Butter, desto länger ihr sie aufschlagt, umso fluffiger und weicher und auch weißer wird. Also man kann auch einfach mal, das ist total geil, wenn man Kräuterbutter macht, einfach die weiche Butter in die Rührschüssel und aufschlagen für mindestens 15 Minuten. Und dann hat man danach eine Konsistenz wie Frischkäse. Ist natürlich kein Frischkäse, es ist aufgeschlagene Butter, aber sie wird richtig weiß und fluffig. Und wenn man da noch Kräuter dazu schmeißt und Knoblauch, Salz und Pfeffer oder Kurkuma, wird das eine richtig leckere Kräuterbutter. Nur mal so am Rande. So, die lassen wir jetzt hier drin und dann sind wir auch schon bereit, um die Torte zu füllen. Unseren Tortenboden lösen wir jetzt wieder mit einem Messer aus der Form. So, wir ziehen das Papier vorsichtig ab. Jetzt, um nachher ein schönes Tortenbild zu kriegen, teilen wir den Boden in 3 und benutzen den Boden als oberste Schicht, damit wir nachher eine schöne gerade eckige Kante haben. Hier würde das nicht passieren, hier schon. Das heißt, der Teil kommt nachher nach unten, gleich als erste Kuchenschicht und der nach oben. Wunderbar. Guck, wie schön der aussieht, ey. Nicht so saftig wie jeder. Riecht ganz stark nach Zitrone, das ist geil. Also das hier ist der Boden, der oben drauf kommt. Die 2 Böden werden jetzt bestrichen mit Lemon Curd. Ihr könntet natürlich auch jede andere Marmelade nehmen. Uppala. Wir nehmen einen Schöpflöffel von der Buttercreme und verteilen die hier oben drauf. Geben den zweiten Boden darüber. Geben den zweiten Schöpflöffel darauf. Und jetzt kommt der dritte Boden oben drauf. So, und jetzt haben wir den Rest der Creme
Davon nehme ich auch erstmal einen Schöpflöffel und verteile das jetzt an den Seiten und oben. Wichtig ist jetzt, dass ihr diese Lücke hier füllt, weil wir nachher ja einkleiden mit Fondant und der Fondant würde sonst runterrutschen. Das heißt, wir müssen relativ großzügig die Creme hier drunter schieben, sodass wir einen schönen geraden Abschluss bekommen. Kommt jetzt so erstmal in den Kühlschrank für ungefähr eine halbe Stunde, damit die Creme sich festigen kann. Und dann machen wir mit dem Rest der Creme einfach nochmal außen rum und oben ein bisschen Korrektur. Und dann geht's ans Einkleiden. Für die Dekoration der Elsa-Torte brauchen wir natürlich auch Schneeflocken. Die machen wir aus weißem Fondant und solchen super coolen Schneeflockenstempeln. Dafür rollen wir den weißen Fondant aus. Muss nicht zu dünn sein, so 5 mm, damit er nicht klebt. An der Tischfläche benutzt ihr einfach ein bisschen Puderzucker. Wenn ihr keinen Puderzucker habt, benutzt ihr ein bisschen Stärke. Und wenn ihr auch das nicht habt, dann legt ihr das Ganze einfach zwischen Backpapier. So. Jetzt nehme ich so einen Stempel. Ich steche zuerst hier unten aus, drücke hier oben drauf. Ja. So, und dann kann ich den, indem ich da drauf drücke, rauspfeffern. Also Alicia will auch mal. Du musst relativ fest runterdrücken. Den dann, also hier unten, den zuerst rauslösen. Okay, dass hier nichts mehr hängt. Dann drückst du hier so drauf und dann nochmal und pfefferst ihn so raus. Wie beim Plätzlebacken. Wie beim Plätzlebacken. Okay. Nee, erst unten. Genau, und rausnehmen. Jo. Warst du schon? Ich dachte, du machst jetzt weiter. Unsere Schneeflocken sind jetzt fertig. Diese Ausstecher kriegt ihr eigentlich nur im Online-Shop. Müsst ihr auf jeden Fall rechtzeitig bestellen, wenn ihr sie wollt. Wir machen jetzt weiter mit der Torte. Wir streichen die nochmal ein. Die ist jetzt schon ein bisschen durchgekühlt. Und nach dem zweiten Einstreichen muss sie nämlich nochmal für mindestens 2-3 Stunden gekühlt sein, damit wir sie richtig eindecken können mit dem blauen Fondant. Also da wir kein Isomalt haben, nehmen wir die Alternative mit dem normalen Zucker. Dafür geben wir ca. 200 Gramm Zucker in den Topf, lösen in ca. 60 Milliliter Wasser die Lebensmittelfarbe auf und geben die dann hier dazu, ganz vorsichtig, damit kein Zucker an den Rand spritzt. Jetzt stellen wir das auf den Herd und lassen das aufkochen und kochen das, bis die Bubbel, diese Blasen, die der Zucker macht, so richtig fest und cremig aussehen. Und dann streichen wir den Zucker auf ein Backpapier. Ganz wichtig, nicht mehr rühren,
Sobald man jetzt anfangen würde zu rühren, würde unser Zucker auskristallisieren. Deswegen lassen wir das jetzt einfach so stehen, gucken einfach immer wieder danach und wenn er ready ist, zeigen wir natürlich nochmal, wie er aussieht und dann verstreichen wir ihn. So. Unser Zucker ist jetzt am Aushärten. Ganz wichtig ist, dass ihr komplett wartet, bis der richtig kalt ist. Bitte nicht in den Kühlschrank machen, auch nicht vor die Tür stellen oder so. Bei Kälte oder zu viel Luftfeuchtigkeit wird Zucker wieder formbar oder schmilzt sogar, zumindest ist es bei Karamell so. Und da wir jetzt den Zucker so lange haben einkochen lassen, bis er kurz vor der Karamellisierung war, wäre die Gefahr groß, dass wenn ihr ihn in den Kühlschrank tut oder so, dass er dann wieder weich wird oder sogar davon rennt. Deswegen lassen wir das jetzt einfach so auf der Platte oder auf einem Tisch auskühlen, bis wir das richtig schön von dem Backpapier lösen können. Ihr müsst den Zucker wirklich eine Weile lang kochen lassen, bis er so richtig schöne, dicke Blasen schlägt. Bis ihr das Gefühl habt, oh, gleich könnte er anfangen braun zu werden und dann nehmt ihr ihn runter. Bitte nicht rühren währenddessen. Man hat wahrscheinlich das Bedürfnis, rühren zu wollen, aber vertraut mir, nicht rühren. Ansonsten fangt ihr nochmal von vorne an. Und das sieht doch super aus. Wir haben hier echt richtig schöne Lufteinschlüsse auch, also richtig schöne Blasen. Die sehen aus wie fließendes Wasser, das gerade irgendwie gefroren ist. Und so soll es ja auch sein. Nachher können wir das lösen, brechen und haben unsere Stücke für die Torte. Wir kleiden die Torte ein mit Fondant. Dafür nehmt ihr den blauen Fondant und rollt ihn im Durchmesser ungefähr 40 cm aus. Unsere Fondantdecke ist hoffentlich groß genug. Die nehme ich jetzt in die Hände und stülpe sie hier vorsichtig drüber. Ja. Und da die so dünn ist, muss man da relativ vorsichtig jetzt sein. Jetzt nehmt ihr den Rand hier, zieht den runter und drückt ihn an der Seite an, sodass ihr so wenig Falten wie möglich da bekommt. Und das Ganze schön vorsichtig, wenn so kleine Fältchen sind und ihr macht es zum ersten Mal, ist das überhaupt nicht tragisch. Jetzt schneiden wir mit einem Messer den überschüssigen Fondant.
Wir haben jetzt die weiße Schokolade geschmolzen und sie ein bisschen auskühlen lassen, sodass sie nur noch lauwarm ist und nicht mehr ganz heiß. Jetzt nehmen wir einen Löffel, geben Schokolade darauf und lassen die Schokolade langsam an der Torte hinunterlaufen. So, den Rest geben wir in die Mitte und ziehen das in kreisenden Bewegungen nach außen. So, jetzt suche ich mir die schönste Seite. Das ist für mich diese hier. Das ist die Vorderseite. Dann platziere ich Madame Elsa relativ mittig, stecke den Zucker hinein. Das darf jetzt einfach jeder machen, wie es für schön hält. Da gibt es kein richtig und kein falsch. So, dann kommt unser Zuckerbällchen hier vorne hin. Und dann fangen wir an mit den Schneeflocken. Hoffen, dass sie halten. Ich hoffe, ihr seid genauso begeistert über diese Elsa-Torte wie wir. Eure Kleinen freuen sich sicherlich riesig darüber. Schreibt mir doch gerne in die Kommentare, ob alles soweit geklappt hat mit dem Zucker, mit der Zuckerdeko auch. Ich bin gespannt, wie eure Erfahrungen sein werden. Wenn euch das Video gefallen hat und die Torte natürlich auch, lasst bitte einen Daumen hoch da, abonniert unseren Kanal. Und wenn euch dieses Tortenrezept gefallen hat und ihr habt eventuell demnächst eine Freundin, die ihr gerne beschenken möchtet und sie möchte vielleicht nicht unbedingt eine Elsa-Torte, dann schaut doch in dem Einfachbacken-Online-Kurs vorbei. Dort habe ich für euch noch viele Tipps und Tricks auf Lager. Den Link dazu findet ihr unter diesem Video. Und dann wünsche ich euch ganz viel Spaß beim Nachbacken und ich weiß zwar noch nicht, wer sich jetzt traut, diese Torte anzuschneiden, aber ich bin's nicht.